Hallo meine Freunde, schaut mal, was ich hier habe. Ein 911er G-Modell und im ganz tollen Zustand ein Carrera Cabriolet. Der hübsche kleine Porsche bekommt heute neue Stoßdämpfer an der Hinterachse. Aufgrund der genialen Konstruktion von Ferdinand Porsche Senior, der Drehstabfederung, ist dies eine relativ einfache Reparatur, also auch für Anfänger geeignet. Die untere Verschraubung des Stoßdämpfers ist diese große Schraube hier. Da passt eine 22er Nuss, ihr braucht aber einen ziemlichen Hebel dafür. Wenn ihr mit solchen langen Hebel schafft, müsst ihr immer schauen, dass ihr hier gut aufdrückt, sonst ist die Schraube gleich rund. Wenn sowas mit der Hebellänge von eben nicht will, müsst ihr einen Schlagschrauber nehmen. Also entweder einen automatischen oder ich finde für solche Sachen einen Handschlagschrauber besser. Nach dem Schlagschrauber probiert ihr nochmal euer Glück. Aha, sie kommt. Seht ihr, sie ist lose. Das war's. Lassen wir sie nochmal drin. Erst kommt die andere Seite zum Lösen und dann geht es oben weiter. Diese Schraube hier sitzt natürlich verdammt nah am Auspuff. Jetzt habt ihr zwei Alternativen. Entweder ihr baut den Auspuff aus oder ihr hebt das Auto einen Tupfer an. So, auf dieser Seite kann der Einsatz eines Schlagschraubers nicht schaden. So, gut andrücken und mit viel Hebel. Ihr seht, Kamerafrauen sind sehr nützlich. Und dann kommt sie. Wenn sie mal los ist, geht es noch leichter. Wir drehen sie gerade mal so hin, das reicht schon. Jetzt geht es oben weiter. Die Stoßdämpfer enden oben im Motorraum. Und zwar müsst ihr an der Wange vorbei nach links schauen. Die Kamera folgt mir jetzt mal. Da hinten ist die Schraube. Wenn ich versuche, die zu drehen, dreht der ganze Stoßdämpfer die ganze Stange mit. Das heißt, zum Öffnen müssen wir oben gegenhalten. Und das sind die blöden alten VW-Rechtecke. Um oben gegenzuhalten, braucht das entweder einen kleinen Gabelschlüssel oder so ein Spezialwerkzeug, die habe ich mir mal für die VW-Dämpfer gemacht. Damit kann man diese rechteckige Fläche gegenhalten. Jetzt seht ihr die ganze Konstruktion. Oben halte ich es gegen und unten mit dem Ringschlüssel öffnen. Jetzt müsst ihr genügend Nutella gefrühstückt haben, weil ihr müsst da jetzt geschmackvoll das aufkriegen. Aber ihr seht, langsam kommt's. Bin schon wieder, jetzt steht der Schlüssel schon über. 1, 2 Zähne sind da gegangen. Jetzt wieder ansetzen und die nächsten Zähne. Seht ihr? Jetzt geht sie ganz leicht auf. Jetzt müsst ihr euch halt amüsieren, eine halbe Stunde ist zu Hause. Eine Stunde später habt ihr es geschafft und die Stoppmutter ist über den letzten Gang. Jetzt könnt ihr sie gerade so mit der Hand abnehmen. Wir haben unten die Schraube ja noch drin. Das heißt, der Stoßdämpfer kann nicht unten raushausen. Da nimmt er auch gleich die große U-Scheibe mit runter. Jetzt ist die Gewindestange komplett frei und kann nach unten entnommen werden. Wir machen aber erst auf der anderen Seite weiter. Um auf der rechten Seite ranzukommen, muss auf jeden Fall erstmal das Oberteil vom Luftfilter raus. Das hat jetzt hier so eine hübsche Klammer. Da unten ist die nächste. Jetzt wird es aber lustig. Hinten drin sind nämlich nochmal die gleichen Klammern. So. Braucht man mal wieder das Spezialwerkzeug, kleine, lange Hände. Und dann kommt der Luftfilter hier raus. Um hier hinten an den Dom zu kommen, braucht man an den Leitungen mehr Platz. Dafür macht man am besten den Halter hier weg. Der Halter hat 2 Kreuzschlitzschrauben. Die sitzen natürlich normal nicht allzu fest, sind ja eh bloß in Kunststoff eingedreht. Aufpassen, dass ihr sie nicht verliert, sonst sucht ihr ein Weilchen. Und ich habe die erste. Und oben noch eine. Auch gerade wieder rausdrehen. Und aufpassen, dass ihr sie nicht in den Dreck wirft. So ist der Schlauchhalter mal lose. Ihr seht ja, wie gut, dass man hier beikommt. Deshalb machen wir auch noch das untere Teil des Luftfilterkastens weg. Der hat hier 4 Schrauben gegen den Luftmengenmesser. So, die hinteren müsst ihr ein bisschen suchen, wo die sind. Die hinteren Schrauben sitzen ganz knapp hinter der Knalltüte. Seht ihr, mit solchen Werkzeugen geht es dann besser, sage ich ja immer wieder.
Könnt ihr das nämlich jetzt hier festhalten und hier genüsslich rausdrehen. Bisschen reicht, den Rest machen wir dann jeweils mit der Hand. Aufpassen, die Ringchen drunter sind verlierbar. Okay. Nummer 3. Die letzte Schraube sitzt ganz oben im Eck. Die kriegen wir jetzt auch noch raus. So, das muss reichen. Jetzt müsst ihr Glück haben und die letzte auch noch rauskriegen. Seht ihr, mit ein bisschen Gefühl haben wir sie außen. So, hier hinten ist eine Schlauchklemme von Luftschlauch. Die müsst ihr zusammendrücken und dann nach hinten runternehmen. Seht ihr, ist schon ausgeklipst. Perfekt. Jetzt ist das Gehäuse vom Luftmengenmesser los. Jetzt sitzen auf 2 Gummistöpseln, einer hier und einer da unten. Wieder 10er Schlüsselweite, also hier. Machen wir die gleich ganz raus. Vielleicht noch eine verlierbare Scheibe drunter. Vorsicht, nicht vergessen. Jetzt kann der hier ganz raus. Die letzte sitzt hier unten. Auch wieder mit der Scheibe entnehmen, nichts verlieren. So, jetzt ist das Gehäuse soweit lose. Hinten ist noch ein Schlauch. Den machen wir jetzt weg, wenn wir es ein bisschen vorhaben. Wenn der Schlauch abzieht, der steckt jetzt nur noch auf den Stützen, dann kriegt er das Gehäuse raus. Diese Drahtklemme hier sichert den Schlauch. Das war die, wo ich vorhin mit der Zange unsichtbar hinten zusammengedrückt und nach hinten geschoben habe. Vorsicht ist besser, wenn man nachher den Schaden hat. Sollte zwar jetzt hier bei der Reparatur nicht viel passieren. Ich klebe den Luftmengenmesser trotzdem immer ganz gern ab. Dann ist man sich sicher, dass nichts passiert und gut ist. So, ihr seht, jetzt kommt man doch besser bei. So, jetzt kann ich hier sogar mal mit 2 Händen reinlangen. Müsst ihr ein bisschen weniger Nutella futtern. Und sie ist schon offen. Genial. Wenn man Platz hat, kann man sogar im 911 arbeiten. So, und jetzt geht es halt auch wieder Zähnchen für Zähnchen. Schraubt euch jetzt da durch. Problem ist, dass das alles Stoppmuttern sind. Die berühmte halbe Stunde später haben wir die Mutter dann aus dem Gewindehausen. Das letzte Stück geht ganz einfach. Dann könnt ihr sie wieder mit der Scheibe zusammen abnehmen. Jetzt sind wir im Innenraum soweit fertig. Jetzt machen wir unten die großen Schrauben raus und dann gehen die Stoßdämpfer nach unten weg. So, jetzt könnt ihr die Schraube endgültig rausnehmen. Vorsicht, den Stoßdämpfer müsst ihr halten, weil der ist hier oben schon lose. Mit der Schraube wird es hier wieder ein bisschen eng, müsst ihr also notfalls ein bisschen aufpucken und dann die ganz rausdrehen. Und jetzt haben wir sie und der Stoßdämpfer fliegt gleich hinterher. So, das war das Wunderwerk. Alten Stoßdämpfer ist der obere Gummi, der liegt jetzt gerade so auf dem Dom drauf, also rausnehmen, dass er nicht verliert. Der liegt nur so drauf. Die neuen Stoßdämpfer müsst ihr einen Tag in Einbaulage lagern. Vor dem Einbau drückt ihr den einmal ganz runter, das steht an, und dann kommt er wieder so weit hoch. Gut, jetzt ist der Einbau fertig. So, dann muss das ganze Zeug noch da oben runter, die 10x1er Mutter, die große Scheibe und der obere Ring. So, das und das bleibt drauf. Das muss jetzt genau ins Loch rein. Macht da ein bisschen Teigung drauf, dass beim Porsche-Fahren nicht so quietscht. Verreibt da ein bisschen, was zu viel ist, fällt von allein weg. Jetzt seht ihr den Trichter, wo der Stoßdämpfer reinkommt. Einfach von hier aus wieder nach oben in den Motorraum schieben. Mit dem neuen Stoßdämpfer hängt das Auto nicht mehr so durch. Das heißt, wenn ihr nicht gerade so reinkriegt, wenn ihr euch zu wenig Muckis habt, dann müsst ihr halt ein bisschen mit dem Wagenheber nachhelfen. Wenn es dann mal drin ist, müsst ihr die Schraube gut reindrehen, bevor der Wagenheber rauskommt. Passen tut alles. Ihr seht, der hat auch keine Spannung mehr. Wir mussten nur den Stoßdämpfer zusammendrücken. Dann kann der Wagenheber raus. Und jetzt ziehen wir das mal so weit an, dass der halbwegs hier in Position kommt. Nicht anziehen, Anzug machen wir später. Auf den oberen Puffer macht er auch noch ein bisschen Teig. Die Puffer müssen immer so, dass die dickere Seite zum Blech hin zeigt.
Der kommt jetzt also so auf den Bolzen. Ihr werdet ja hinter meiner Hand nicht viel sehen. Dann kommt die Scheibe drüber und oben die Sicherungsmutter. Scheibe drauf. Und bei der Mutter müsst ihr immer aufpassen, der Sicherungsring muss nach außen zeigen, also die muss so rum aufgeschraubt werden. Fürs Anziehen braucht ihr natürlich wieder den 17er Ring unten. Zum Gegenhalten ist es jetzt hier ein bisschen einfacher. Da sind nicht mehr die blöden VW-Rechtecke drauf. Zum Gegenhalten der Spindel tut es hier ein 5er Imbus. Der andere Seite die gleiche Nummer. Ihr holt einfach die Schraube raus, die ist natürlich ewig lang. Stoßdämpfer festhalten, Spannung hat es keine, das merkt ihr ja auch. So, und dann könnt ihr den einfach wieder hier nach unten entnehmen, dann kommt er mit allen Teilen raus. Beim zweiten Stoßdämpfer die gleiche Prozedur, ich habe ihn einmal zusammengedrückt, gut Talgum drauf, wieder die dicke Seite nach oben, die Hülse ist auch drin, ich schiebe den jetzt hier in den Kanal rein. Oben kommt wieder etwas Talgum drauf, mit der dicken Seite kommt sie nach unten, die Hülse steckt, ja. Dann kommt die große Unterlagsscheibe oben drauf. Und wenn die drauf ist, die Mutter wieder in der richtigen Orientierung. Auch hier muss der Stoßdämpfer wieder ein ganz schönes Stück zusammen. Stoßdämpfer fahrt ihr halt, wenn ihr nicht genügend Muckis habt, mit dem Wagenheber in Position. Wenn es mal passt, kommt dann wieder die Schraube rein, dann müsst ihr darauf achten, dass die leichtgängig ist. Sieht gut aus, aber so weit reindrehen, bis es so halbwegs kommt. Da muss der Wagenheber raus. Gut, dass er sich gerade noch so bewegt. Finalen Anzug machen wir dann nachher. So ist gut. Für das Drehmoment benutzen wir jetzt folgende Konstruktion. Den 17er Krähenfuß. Und wenn ich den Drehmomentschlüssel rechteckig ansetze, dann stimmt es automatisch. Dann brauche ich nicht über die zusätzliche Verlängerung nachdenken. So, auch hier müsst ihr erstmal die Mutter ungefähr hindrehen, bevor dass wir überhaupt ans Nachdenken mit dem Drehmoment kommen. Irgendwann geht es dann schwer, jetzt kommt die Nummer mit dem Drehmoment. Die Schrauben oben bekommen 25 Newtonmeter. So, mit der Konstruktion habt ihr eine Chance, das Drehmoment drauf zu kriegen. Und 25 Newtonmeter. Alles rausbauen und fertig sind wir. Jetzt können wir den Schutz von dem Luftmengenmesser wieder entfernen und unser Gehäuse vorsichtig einsetzen. Das muss jetzt hauptsächlich hier auf diesen Stehbolzen. Das muss auf die zwei Stehbolzen, dann sind wir da schon mal gesichert. Auf die Stehbolzen kommt jeweils so eine U-Scheibe und dann verbaut er eine neue Sicherungsmutter. Die alten zweimal zu benutzen empfiehlt sich nicht so besonders. Das sind ganz normale 6er Sicherungsmuttern. Die Nummer auf dem Bolzen da hinten, da setzt ihr eine Scheibe drauf. Seht ihr, das ist die Scheibe drauf. So, gerade mal so andrehen, dass das Gehäuse sitzt, dann kann da nichts mehr passieren. Jetzt kommt das größte Geduldsspiel an der Sache. Die 4 Schrauben müssen wieder zum Luftmengenmesser hin eingeschraubt werden. Dabei drückt er das Gehäuse so hin, dass die Schrauben ihr Gewinde finden und dann langsam alle einschrauben. Hier oben werde ich wahrscheinlich nur mit Werkzeug schaffen, aber ich versuche mal die da unten noch reinzukriegen. Ja, da komme ich noch halbwegs hin. Die letzte da oben kriegt er ohne Werkzeug nicht rein. Alter Mechaniker-Trick. Ich drücke die jetzt hier mit ein bisschen Papier in die Nuss. Dann hält sie und fällt nicht raus. Seht ihr? Jetzt kann ich mitspielen. Die Schraube sitzt da oben irgendwo ganz im Eck drin. So, die Schrauben zieht er über Kreuz leidlich fest. Die müssen also nicht sitzen wie beim Panzer. Ist alles nur Kunststoff.
Dann kommt die da oben im Eck. Das reicht schon. Gut. Dann ist der Luftfilterunterteil wieder drauf. Dann machen wir die Stehbolzen noch fest. Gleiche Nummer, gerade mit Gefühl anziehen. Auch wieder nur mit Gefühl. Bisschen anziehen. Jetzt muss ich mich nur um den Luftschlauch bemühen. Der muss jetzt genau hier drauf auf das Teil und dann muss die Drahtklemme nach vorne. Die Klemme müsst ihr hier ein bisschen zusammendrücken und dann nach vorne fahren. Muss hinten der Halter für die 3 Schläuche wieder auf seine Position. Unten hat er eine Blechschraube, immer erst rückwärts drehen, bis ihr ein Gewinde findet. Und die zweite Schraube ist oben. Okay, passt. Zieht er die wieder mit dem kurzen Kreuzschlitzschraubenzieher ein bisschen an. Wenn ihr einen Filterhausen habt, müsst ihr aufpassen. Hier gibt es eine Nase, die muss mit dieser korrespondieren. Gut reindrücken. So, Filtergehäuse so rumkommend wieder hier langsam drauf. So, hier haben wir schon mal drauf. Da ist es ganz einfach, Kinderkram. Da ist es auch noch einfach. Aber lustig wird es jetzt da hinten. Hier oben fertig. Dann können wir unten noch mit Drehmoment anziehen und Feierabend. So ganz am Ende, wenn wir mit allem fertig sind und das Fahrzeug sicher auf den Rädern steht, bekommen die Schrauben noch 125 Newtonmeter. Und 125 Newtonmeter. Auf der anderen Seite geht es ein bisschen eng zu, aber wir kriegen auch hier die 125 drauf. So, jetzt kann der kleine Porsche wieder fahren. So meine Freunde, ihr habt gesehen, es war eine ganz einfache Reparatur. Zumindest für 911-Verhältnisse. Also tschüss, bis zum nächsten Video.